Hier haben wir jetzt eine frische Kakaobohne. Außen hat so eine dicke Schale und innen hat man so ca. 35 bis 50 kleine Kakaokernchen. Ja? Immer mit so einem weißen Fruchtfleisch. Und die kommt aus Ecuador. Da waren wir auch, es war unsere erste Kakaoreise 2014. Ja? Und da kennt man einfach die Bauern da dazu, die Plantage, wo das Ganze herkommt. Und es ist einfach schön, den Hintergrund zu kennen, ja, die Qualität zu wissen. Und dann aus diesen Bohnen, die man frisch auf der Plantage angeschaut hat, nachher die eigene Schokolade herzustellen. Handgefertigte Schokolade. Chocolatier Kevin Kugel nimmt das wörtlich. Von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel, alles handverlesen. Jede Bohne schmeckt anders, jeder Sack kommt aus einem anderen Land. Hier haben wir jetzt unsere frische Kakaobohnen, die jetzt direkt aus Ecuador kommen. Wird natürlich zuerst mal angeschaut. Optisch, wie ist die Farbe, wie ist die Größe, sind sie gut getrocknet, sind sie gut fermentiert, wie riechen sie? Ja, riechen ist ganz wichtig. Sie sollen eigentlich eher ein bisschen neutral riechen, aber sehr frisch, wie wenn es eigentlich gerade geerntet wurde. Und dieses Aroma, was wir jetzt von der Fermentation natürlich auch reinbekommen haben, das wollen wir in den nächsten Schritten dann auch richtig schön rausarbeiten. Ja, das ist aber wichtig, dass es hier in dieser Bohne schon mal perfekt mit drin ist. Klima, Anbau und die Fermentation im Herkunftsland, alles hat entscheidenden Einfluss auf den späteren Geschmack. Bei der Fermentation, der kontrollierten Gärung, keimen die Bohnen kurz auf und werden dann vom Sonnenlicht getrocknet. Erst dann geht es vom Regenwald nach Sindelfingen, wo der Chocolatier den wertvollen Rohstoff zunächst aussortiert und siebt. Wenn ich es nicht rausnehme, habe ich einfach eine minderwertige Qualität. Vielleicht kleine Bohnen, die dann beim Rösten sehr bitter werden. Oder vielleicht, wenn 2, 3 Bohnen zusammenkleben und innen vielleicht so leichte Schimmelsporen sind. Das gibt natürlich alles einen schlechten Geschmack. Oder auch kleine Teile, die dann beim Rösten, ja, im nächsten Schritt kommt ja das Rösten, einfach verbrennen. Und dann hat man zu viele Bitterstoffe mit dabei. Deshalb sehr wichtig, einmal gründlich aussortieren, sieben und dann aufs Blech vorbereiten. Die Bohne mit dem Namen Arriba Nacional wird bei nur 130 Grad, also nicht ganz so heiß, aber dafür etwas länger geröstet. Durch das Rösten werden alle Keime beseitigt und die Schale beginnt sich zu lösen. Denn es sollen keine Bitterstoffe entstehen, sondern nur nussige Aromen. Es gibt schon verschiedene Röstgrade, das liegt eigentlich immer am Chocolatier, der das unterschiedlich rösten kann, je nachdem, was er auch selber von Geschmack hat. Mag vielleicht auch einer, wo es heißer, länger geröstet ist, wo es intensiver, kräftiger, dunkler ist. Je nachdem, was für eine Bohne, was für eine Schokolade man hat, ist natürlich unterschiedlich. Aber für diese Art Schokolade, die soll noch so ein bisschen dieses Florale und Fruchtige schön hervorbringen. Da darf es dann nicht zu dunkel geröstet sein. Nun wird das Röstgut durch eine Walze in der Maschine gebrochen und von der Schale getrennt. Damit sie nicht den Geschmack verdirbt, wird die lose Schale in der Maschine durch einen leichten Luftzug abgesaugt. So, der erste Durchgang wäre jetzt fertig. Man sieht schon, vieles ist schon getrennt. Ja? Die Bohnen sind zerteilt, aber noch sehr, sehr grob. Man hat hier immer noch Schalenteile drin, ja, die müssen jetzt auch noch mit raus. Das heißt, wir müssen jetzt die Walze 3 mm enger stellen, dass noch mehr zerplatzt und dass diese Schale besser aussortiert wird.
Ja, also ist fast perfekt. Es sind zwar noch ein paar ganz kleine Schalenteile mit drin. Noch einmal durchlassen, dass dann die letzten kleinen Schalenteile voll raus sind. Und dann haben wir aber nachher 100% Kakao in kleinen Stücken ohne Schale. Aber was passiert eigentlich mit der Schale? Mit der Schale, das gibt nachher einfach Abfall, Kompost, Dünger. Aber man kann nichts mehr damit anfangen. In den Ursprungsländern hat man davon früher so einen Tee aufgekocht. Also könnte das mit heißem Wasser aufgießen und hätte dann so einen leicht bitteren Kakaotee. Ja, das würde nur gehen. Aber wir haben so viel Schale, so viel Tee können wir gar nicht trinken. Jetzt kommen die sogenannten Kakaonips in eine Mahlmaschine. Was oben trocken und kalt hineinkommt, kommt unten feucht und warm bei 40 Grad heraus. Der Glanz entsteht durch den 50-prozentigen Fettgehalt der Bohne. Grund für die Wärme ist die Reibung im Mahlwerk. Deshalb muss man hier aufpassen, dass die Masse nicht zu schnell runterläuft. Es darf nicht zu heiß werden. Deshalb auch ganz langsam und hier auch diesen Mahlgrad einstellen, sodass es langsam runterläuft und schmilzt, aber nicht zu heiß wird. Das sieht ja eigentlich schon wie Schokolade aus. Schmeckt es denn auch so? Wenn man das jetzt hier probiert auch, dann ist es wirklich extrem trocken, sauer, bitter. Also so könnte man es jetzt noch nicht essen eigentlich. Schmeckt noch nicht. Aber man hat alles drin, die ganze Power eigentlich, die vorher reingekommen ist. Und die ganze Aromatik der Fermentation. Ist jetzt alles nachher hier drin. Extremer Unterschied von dieser Masse zu diesen Nips. Obwohl man eigentlich genau die gleiche Rohmasse oder den Rohstoff hat. Nur einfach hier ist es gemahlen, Fett kommt raus und oben haben wir es noch als Stück. Nun kommt die Kakaomasse in die Conche. Der Name der Conchiermaschine kommt übrigens aus dem Spanischen und heißt Muschel. Im Grunde ist es eine Walzmaschine, die heiße Luft untermischt und die Schokomasse immer feiner werden lässt. Diese Luft nimmt dann diese Säure mit raus. Die Bitterstoffe entweichen hier, das ist ganz wichtig, weil die wollen wir nicht haben. Und dann geben wir nachher, so in 5 Stunden, geben wir Zucker dazu und der darf sich dann schön auflösen und der darf dann auch diese schönen Kakaoaromen annehmen. Neben 25% Zucker wird auch eine Prise Salz hinzugegeben. Als natürlicher Geschmacksverstärker. Und dann heißt es abwarten. Wir brauchen noch ein bisschen Geduld, ja. Es dauert noch etwas. Es muss sich natürlich lösen, es muss fein werden, es muss einen schönen Schmelz bekommen. Und die schönen Aromen, die sollen sich jetzt aber bilden, sollen den Zucker überlagern. Und dann haben wir nachher eine richtig schöne Schokolade. Ein bisschen Geduld oder mit anderen Worten 35 Stunden. Seit 2014 führt der preisgekrönte Konditor und Schokolatiermeister Kevin Kugel gemeinsam mit seiner Frau eine eigene Schokolaterie und vertrat die deutschen Chocolatiers bei der Weltmeisterschaft in Paris. Neben der Manufaktur von Schokoladentafeln gehört auch das Herstellen von Pralinen und anderen Köstlichkeiten sowie ein Café für Schokoladenkenner mit dazu. Ja, okay. Jetzt kommt noch etwas Kakaobutter hinzu. Und dann wird noch einmal weiter gewalzt, bis es geschafft ist.
Perfekt. Jetzt ist wirklich perfekt. War jetzt nochmal 35 Stunden drin mit Zucker. Jetzt merkt man, dass so diese Säure mit rausgegangen ist, die letzte Feuchtigkeit. Auch von der Viskosität. Flüssiger. Man spürt nichts mehr auf der Zunge. Ja, es ist ganz fein. Perfekt. Jetzt ist wirklich perfekt. Die perfekte Schokolade. Das ist jetzt eine Temperiermaschine, die bringt einfach unsere Schokolade auf die richtige Temperatur. Das ist auch oft das, was zu Hause, sage ich mal, schwer ist und nicht so gelingt, dass die Schokolade grau wird. Das hat immer mit der Temperatur zu tun. Ja, das heißt, hier haben wir unter 45 Grad, dann wird es in der Maschine gekühlt auf 27 und hier oben kommt es dann wieder raus bei 31 und dann haben wir die richtige Kakaobutter, also Kakaofettstruktur und das bewirkt bei der Schokolade, dass sie nachher den schönen Glanz hat und den schönen Bruch und den schönen Schmelz. Ja, also Temperatur bei der Schokolade ist immer sehr wichtig und etwas schwieriger. Fast wie flüssiges, süßes Gold. Aus der Masse wird Kevin Kugel später die Schokoladentafeln gießen. Zuvor aber will er sie noch weiter veredeln. Die samtige Schokolade ist nämlich auch Grundlage für die Formpralinen des Schokomeisters. Wie der Name schon sagt, geht es um die perfekte Form. Diese wird mit einer Airbrush-Pistole besprüht. Verwendet werden dafür natürliche Farben aus Apfel, Zitrone und Spirulina-Alge. Die farbigen Formen werden dann nur kurz mit der flüssigen Schokolade aus Ecuador bedeckt und gleich wieder ausgegossen. So entsteht eine feine Hülle. Wichtig bei der Pralinenhülle, sie darf nicht zu dick und nicht zu dünn sein. Ja, wenn sie jetzt zu dünn ist, dann geht sie nicht aus der Form raus. Wenn es zu dick ist, dann hat man natürlich beim Essen nachher eine zu dicke Hülle, schmeckt dann auch nicht gut. Also dass sie so ca. 2 bis 3 mm stark ist, dann haben wir eine wunderbar knackig dünne Hülle. Während die Pralinenhüllen in der Kühlung sind, wird die Füllung, die sogenannte Ganache, gekocht. Kevins Zutaten für die vom Regenwald inspirierte Praline sind Zitronengras, Zitronenschale, Zitronensaft, Verbene und Kardamom. Es gibt so eine fruchtig frische Füllung und leichte Kräuternoten mit drin. Ich habe das ausgewählt, weil es eigentlich perfekt zu dieser Schokolade passt. Die Schokolade hat auch so ein bisschen Fruchtnoten, ja, wird sehr spannend und sehr frisch. Das ist eigentlich wie eine Suppe kochen, die ganze Kräuter, Gewürze, Säure, die geht jetzt einfach in die Sahne über. Gibt den ganzen Geschmack ab, wie bei so einem Tee. Und dann filtern wir das nachher ab und geben nur diese aromatische Sahne über die Schokolade. Man sieht jetzt auch schon richtig schön den Schmelz. Ja, glänzt sehr schön, hat sich alles schön aufgelöst. Aber jetzt ist im nächsten Schritt gleich wichtig, wenn die Butter dazu kommt, dass es einmal richtig gemixt wird, dass es noch feiner und noch eine bessere Emulsion gibt.
Die kommen jetzt aus der Kühlung. Dort waren sie über Nacht und nun werden sie mit einem Klecks Kakao-Rarität wachgeküsst. Eine Art Edelmarmelade, die aus der rohen Kakaobohne gewonnen wird und doch nicht wie Schokolade schmeckt. Einfach nur ein leichter und kleiner Punkt. Und der gibt nachher nochmal in der Praline richtig schön was ganz Erfrischendes. Und aber auch von der Textur her nochmal was anderes wie nachher die Schokoladenganache. Moment, was fehlt denn nun noch? Das ist jetzt der Deckel. Also eigentlich nennt man es der Deckel, aber nachher wird es natürlich gedreht und am Ende von der Praline ist dann der Boden. Die versiegelten Pralinen werden nun gekühlt, während es mit der Herstellung der Schokoladentafel weitergeht. Die temperierte Schokolade wird nun zügig auf einen kalten Granittisch mit Folien darauf ausgegossen und mit einem Gießrahmen gleichmäßig dünn verteilt. Jetzt muss es schnell gehen, genau, die Schokolade zieht jetzt schon an. Jetzt wird sie leicht fest. Ein paar Brösel, Kakaobruch, Kakaonips mit drauf. Und jetzt schneiden wir das gleich, dass wir es in schöne kleine Plättchen haben. Für einen gleichmäßigen und sauberen Schnitt verwendet der Chocolatier 2 verschiedene Walzen mit Messern daran. Als nächstes kommt sie in die Kühlung, dass auch die Kristallisation voll perfekt ist. Und hier ist aber wichtig, nicht im Kühlschrank, sondern bei ca. 14 Grad wird Schokolade ausgekühlt. Zwölf Stunden bleiben die Tafeln in der Kühlung, bis sie dann endlich bereit sind, verpackt zu werden. Die ganze Schokowelt in einer Box. Zusammen mit anderen handgemachten Tafeln aus mexikanischen und dominikanischen Bohnen sind sie bereit, erschmeckt zu werden. Jedes Täfelchen eine Geschmacksexplosion und ein Unikat sowieso.
Auch die glänzenden grünen Pralinenkunstwerke sind nun genussfertig und warten auf Feinschmecker und Schokoliebhaber. Am Schluss ist es immer schön, und wenn man es dann aus der Form macht und es ist perfekt, glänzt schön, dann ist es natürlich ein Glücksgefühl auch. Weil man sich die Mühe gemacht hat und wenn man es dann dreht und alles so schön ist, dann freut man sich natürlich. Jetzt fehlt nur noch, dass es perfekt schmeckt und dann haben wir alles richtig gemacht. Oh, was bringst du da fein? Das ist die neu? Die ist neu. Ja, das ist also einfach ein wunderschönes Gefühl. Das ist eine Faszination, ist Freude pur natürlich. Zum einen, wenn man das schmeckt, ja, also was dahinter steckt, die Leidenschaft, die Liebe, was wir jeden Tag daran arbeiten. Und was natürlich das Schönste ist, wenn es die Kunden genauso fühlen und schmecken, das ist natürlich das allerschönste Gefühl, weil deshalb gibt man sich ja auch eigentlich Tag für Tag so viel Mühe. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.